Zwei gute sind das. Gleich zwei. War das ab? Oh, schade. Ja, wirklich schade, dass dieser tolle Tag inmitten der Makrelenschwärme vorbei war. Ein ständiger Begleiter sind immer diese gallertartigen Säcke gewesen und wir fragten uns... Ist das Brut oder... Sieht fast so aus, weil da auch so das so eingehüllt ist. Könnt ihr uns das beantworten? Wir sammelten diese Pakete immer an den Abbruchkanten der Felsen unter Wasser ein, denn die großen standen immer eine Etage tiefer. Schön zu sehen an dieser Situation, wo ich den Schleim von Katrins Köder befreie, meinen Köder mal eine Etage tiefer absinken lasse und bums. Alles gut. Oder? Ja, ist ein Fisch. Was ist mal lieber nicht. Einfach mal sappeln, ne? Ich denke mal voller. Oh, jetzt geht er nochmal los. Zum Glück ist hier Rindenmulch. Schöner, kleiner, feister Pollack. Schön hier vom Ufer gefangen. Cool, wenn man die tiefen Stellen findet, dann kommen sie. Ja, um unsere Fangchancen zu erhöhen, haben wir zu den Mokos hier noch den Beifänger mit drauf. Und diese kleinen Fliegen, die bringen dann diese schönen Pollacks hier. Also man kann es gar nicht richtig glauben, aber es ist so. Nach rund 15 Makrelen zum Essen und auch als Köder war der Makrelenausgang für uns vorbei. Denn wir wollten die Fische nicht verangeln und darum war unser Ziel auf zu neuen Ufern. Nach 100 Metern links halten. Aber Uferplätze sind hier wirklich Mangelware. So standen wir schon einmal vor vollendeten Tatsachen und sagten uns zurecht: Oh, das vergessen wir mal lieber. Da kraxel ich nicht runter. Denn bei uns ist immer. Es ist gar nicht so einfach, die richtige Stelle zu finden. Und schon gar nicht mit einer kaputten Hand. Und auch vom Boot aus konnten wir schöne Plätze entdecken, die wir ebenfalls versuchten von Ufer aus zu erreichen. So wie dieser schöne hier, aber... Naja, ein gutes hat es gehabt, wir haben ein bisschen Bewegung gehabt. Trotzdem, das ist so typisch Uferangeln. Man sieht vom Boot aus eine schöne Stelle, wo Menschen rumtoren, wo man auch schön hätte angeln können. Geht zig Meter durch den Wald und kommt dann an einen Zaun. Darum war eine Strategieänderung vonnöten und wir fokussierten uns hauptsächlich auf Hafengebiete. Hier ist der Grund in Wurfweite tief und somit konzentrierten wir uns genau auf diese Gebiete. Alles privat. Also wenn man hier einen Uferplatz sich auskundschaftet, ich habe es euch ja gezeigt, dann muss man wirklich gucken, wo man rankommt, weil meistens ist alles privat, das haben wir auch selber erleben müssen. Ne? Ja. Also manche haben überall, oder viele haben ihre Schilder da stehen, aber manche kommen sogar raus und sagen Private. Genau, da ist die Faustregel, flaches Wasser eher Salmoniden und tiefes Wasser dann eben halt auf die breite Palette loszugehen. Ne? An Tackle für diese Uferfischerei hatten wir auch wiederum nur eine einzige Kombination benutzt und das war eigentlich nur eine Spinnrute in 3 Meter Länge mit einem Wurfgewicht bis 32 Gramm. Damit waren wir bestens staffiert. Das Ganze haben wir dann mit einer Penn Slammer 4000 kombiniert und dazu eine 0,13er geflochtene. Das war eine Top-Kombination. Da konnten wir wirklich alles erreichen. Absolut. Wenn es mal nicht so gut beißt, kann man noch empfehlen, auch einen Beifänger mitzunehmen. Ja, haben wir ja probiert und war echt eine gute Aktion. Springerfliege war top. Wenn man jetzt die Makrelen vor der Nase hatte, hätte man auch Paternoster fischen können. Aber dann entgeht einem der ganze Spaß.
wenn man so Einzelfisch drauf hat, bringt es einfach viel mehr Laune. Ne? Absolut. Stimmt. Ja, das mal probieren. Ja, können wir gleich schwere angeln. Bist du schon unten? Meiner ist unten. Aber das ist hier richtig tief. Boah. Patsch, du. Sofort reingeknallt. Ja. Alter Schwede. Kann sein. Ey. Und was für ein, das war der beste Biss des ganzen Urlaubs bis jetzt. Oh, geil. Das sind übrigens Flaggenbutt heißen die. Was? Flaggenbutt, Fahnenbutt? Das ist ein Flügelbutt. Wieso? Regnet schon oder wie? Nein. Einmal geschüttelt ab. Habe ich gesehen, das hat sich aber geschüttelt wie so ein Heilbutt. Wieder so ein Butt. Cool. Was Größeres zu sein. Ja, ein größerer von denen. Toll. Da kommt da. Oh, doch nicht. Mini-Dorsch. Torsk! Torsk! Ja, hoffen wir mal, dass die größeren auch da sind. Bleib hier oben, Tobi. Ja. Oh, Dorsch. Geil. So, Catherine hat einen Dorsch gefangen. Yes. Den wollen wir gleich schnell schon befreien. Bitte. Ja. Und zurück, der ist klein. Ja, genau. Ja. Jeppa. Klasse, mein Lieber. Einen Dorsch. Da magst du recht haben, dass die heute Abend dann hier reinziehen, du. Beim Absinken. Boah. Alter Schwede. Oh, großer Pollack. Er hat aber gezeigt, was er kann. Dein Finger ist davor von der Linse. Schön. Und so ging die Reise an der gesamten Infrastruktur von Haltestrand weiter, am Sparmarkt und an der Tanke mit angeschlossenem Friseur. Ja, mehr gibt es hier nicht, außer zwischendurch mal ein Fiskekake. Kacke. beim 10 Kilometer weiter entfernten Jokermarkt und nach einem kurzen Stopp an unserem schönen Makrelenplatz vom Vortag kam auch der erste Beauty raus.
Wir ergründeten die Plätze genau. Natürlich nicht so, sondern mit der Route in der Hand. An dieser Stelle, die auf halbem Weg zum nächsten Hafen lag, konnten wir das erste Mal Makrelen bei der Futteraufnahme sehen. Und somit war es auch kein Wunder, dass eine langsame Köderführung Trumpf war, denn die Fische zogen ganz gemächlich ihre Bahn. Oh. Ja. Da war ja was, ne? Ja. Makrelen, alles voll. Hunderte von Makrelen. Aber alles voll hier. Ja. Ja. Richtig großer Makrelenschwarm. Da wieder, alles voll. Ah, das haben sie sich erschrocken, weil ich mich bewegt hatte. Alles voll hier vor mir, alles voller Makrelen. Bestimmt. Aber ein Blinker wäre jetzt besser. Am nächsten Hafen angekommen, trafen wir keinen einzigsten Menschen, den wir fragen konnten, ob das Angeln hier gestattet war, und darum probierten wir es eben einfach einmal. Nachdem wir jetzt die ganze Küstenregion wieder abgefahren sind, wollten wir eigentlich hier schön an so einen, ja, ich wollte eigentlich an so einen Außenplatz, wo ein bisschen Strömung ist. Man kommt hier nur nirgends ran, ne? Also es ist wirklich schwer, einen Uferplatz zu finden. Vorhin, der kleine Hafen, da wo die Fähre fährt, der ist schon mal top, da werden wir auch wieder zurückgehen. Da haben wir auch vorher noch mal da den Besitzer im Laden gefragt, ob wir da angeln dürfen. Der hat uns das gleich bejaht. Aber hier ist alles immer privat und hier ist auch niemanden zu fragen. Also, und so ungefragt wird man sich ja auch nicht irgendwo auf so ein Grundstück betreten oder hinstellen. Von daher sind wir jetzt hier wieder in so einem kleinen Hafen gelandet. Mal gucken, was geht. Ne? Wir machen einfach mal einen Wurf. Genau. Ich habe aber einen. Ja. Was ist das denn? Kommt jetzt mit. Ja. Ah! Was ist das? Was ist das? Das ist ein Lipp. Oh, ist das ein hübscher Lippfisch. Der ist aber hübsch, du. Ist der hübsch. So ein prachtvoller Lippfisch. Ich hoffe nicht, dass er giftig ist, weil wenn sie so viele Farben haben. Aber, oh, herrlich. Guck dir das mal an. Machen wir die Schnur einmal weg. So, warte. Ganz Bisse haben. Oh, ich habe jetzt Schleim dran. Ja. Meinst du? Ja, ich habe Schleim dran. Ja, ist ein Lippfisch. Oh, wieder so ein hübscher. Hier sind wir ja im Reich der Lippfische. Das ist Katrins. Komm mal her, mein Spatz. Sie macht die immer nicht an. Mach mal einmal die Schnur auf, bitte. So, hier ist die Fängerin. Ja! Besser.
ein Lippfisch. Ah, ein kleiner Lippfisch. Auf die volle Distanz, ey. Auch so ein bunter. Genau, bunt, silbrig, klein und groß. Alles konnten wir vom Ufer aus erreichen und hatten dabei einen Riesenspaß. Zu unseren Ködern, die perfekte Montage war eine Kombi aus 24 Gramm Mocoast Inliner oder silbernen Küstenblinker in Verbindung mit einer Springerfliege. Wenn wir den grundnahen Räuber suchten, hingegen ein 3-Inch kleiner Shed, bestückt mit einem 2-0er Jighaken in einem Gewicht von 20 oder 25 Gramm. Aha. Ah, war ein kleiner Dorsch, jetzt ist er weg. Es ist auch schon ein Phänomen, dass diese kleinen Flex-Stop-Sheds hier in Silber wirklich die Nase voraus haben vor anderen UV-aktiven Ködern. Da unten ist es richtig dunkel und die reagieren einmal auf diese Silberfarbe. Also mal gucken, ob jetzt... Ach, die Insel ist schon wieder voll Wasser. Sorry, aber Wetter ist heute echt bescheiden. Gucken, ob wir noch einen raufkriegen. Ja Leute, es ist soweit, letzter Ausgang. Jetzt hier schön wieder am Fähranleger. Tiefes Wasser ist vor mir. 14 Tage Urlaub sind vorbei. Irgendwann ist die schönste Zeit vorbei, aber nach dem Urlaub ist immer vor dem Urlaub. Von daher, mal gucken, vielleicht kommt noch was Schönes als Band. Wir werden es jetzt sehen. Ich bin schon ganz gespannt. So, Köder kam irgendwie gar nicht am Grund an. Jetzt hängt einer dran. Oh, jetzt wird er noch mal schwer. Okay. Schöne Kopfstöße. Fühlt sich an wie ein Pollack. So, und da kommt er. Und was ist es? Ein Knorrhahn. Oh. Ach du Elend. Das muss ja nun nicht sein. Oh. Also ein Knorrhahn. Und wieder stellt sich die Frage, Katrin sagt, der hat giftige Stacheln. Wisst ihr das? Ist das so? Hat der giftige Stacheln? Wir würden uns auf eure Antworten freuen, egal ob in diesem Beitrag oder im nächsten, denn einen Beitrag aus Norwegen haben wir noch, und zwar wenn es leicht vom Boot aus in die Tiefe geht. War eine geile Zeit hier in Norwegen. Schade, die ganz großen habe ich nicht fangen können und den Heilboot auch nicht rausgekriegt, aber trotzdem haben wir viel Spaß gehabt. Und ich hoffe auch ihr an den Filmbeiträgen.